die Geschichte, die wir uns im Kopf erzählen, die ist die wichtige. Und ich möchte mir eben nicht die Geschichte erzählen, da ist wieder ein ganz, ganz fürchterliches Attentat geschehen, das jetzt mein ganzes Leben ruiniert und mich für immer prägt und ein lebensbestimmender Abend war. Ich habe gesagt, ich möchte das zum Anlass für mich nehmen, um Dankbarkeit zu zelebrieren, um meinem Leben aus dem Memento Mori eben auch den Carpe Diem mit hinzuzuziehen. Bedenke, dass du sterben wirst und nutze den Tag. Hallo und herzlich willkommen zu Harmony Helpers, praktische Wege zu gelebtem Einssein und Harmonie mit sich und anderen Menschen. Ich bin im Gespräch mit Maria Weber heute und wir Hallo. haben ein Thema. Hi Maria. Wir haben ein Thema mitgebracht, das tatsächlich ein bisschen diverser ist als vielleicht so manch anderes, ich sag mal, fluffiges, harmonisches Thema. Maria, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, worum es denn eigentlich geht. Es ist ein Erlebnis, das du live und hautnah miterlebt hast. Ja, also ich habe vor kurzem am 20. Dezember 2024 eine, ja, man muss schon sagen, eine Grenzerfahrung gehabt. Und ja, schon wenn ich dieses Datum sage, wird dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin vielleicht gleich eine Idee kommen, worum es gehen könnte. Und zwar bin ich eine der Überlebenden des Attentats in Magdeburg auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ich war sehr hautnah mit dabei, bin Gott sei Dank unverletzt aus der Sache rausgekommen und es war sehr, sehr knapp. Und ja, das war natürlich eine sehr einprägsame Erfahrung, die aber auch ganz viel Botschaft in sich trägt. Und ja, darüber sprechen wir heute. Genau. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, warum wir darüber sprechen, ist wahrscheinlich schon denkbar. Harmony Helpers ist ja ein Weg, um zu gucken, was können wir machen, mit welchen Mitteln können wir die Welt anschauen, können wir unser Leben anschauen und können wir auch im Umgang mit anderen sein, um mehr Harmonie für uns im eigenen Leben und auf der Welt zu kreieren. Nun haben wir also eine Thematik, wo wirklich Menschen zu Schaden gekommen sind, Menschen ihr Leben gelassen haben und wo ein Mensch ziemlich offensichtlich in der Verantwortung ist. Und zwar nicht aus Versehen, wie es scheint, sondern tatsächlich mit einer zerstörerischen Absicht. Kannst du sagen, wie du erstmal, also in deinem ersten Moment dieses Erlebens, das Ganze wahrgenommen hast? Also in dem Moment, als es passiert ist, also die Situation war so, dass ich mit meiner halben Familie auf dem Weihnachtsmarkt war und wir hatten wirklich einen fantastischen Abend. Es war lustig, es war gemütlich, wir haben gesungen, gegessen, getanzt und das war wirklich ausnehmend schön, dieser Abend. Und ja, meine Mutti und ich, wir haben uns dann von meinen anderen Familienmitgliedern, die dabei gewesen sind, verabschiedet und wollten auf dem Weg zur Haltestelle noch eine Tüte Schmalzkuchen kaufen und bogen sozusagen bogen ab auf eine Hauptstraße des Weihnachtsmarktes. Und auf einmal sehe ich halt vor uns von links vorne kommend Scheinwerfer immer näher kommen. Im ersten Moment haben wir beide gedacht, das ist ein Lieferfahrzeug oder sowas. Ja, also es sind ja bloß Sekundenbruchteile. Und dann habe ich aber sehr schnell registriert, dass der viel zu schnell unterwegs ist und habe dann auch die ersten Leute, also die ich aus meiner Position sehen konnte, gesehen, die ja brutalst ähm, angefahren und überfahren worden sind. Die sind links und rechts weggebrochen, der ist da drüber gerollt und ja, und ich habe meine Mutter weggerissen. Wir waren gerade auf der Höhe eines Kinderkarussells und sie sagt, ich habe sie weggerissen und draufgeschubbt. Das kann ich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Und dann sind wir regelrecht geflohen. Und ja, der ist wirklich einen halben Meter neben uns da lang gebrettert. Und wir haben uns dann durch eine kleine Gasse hinter dem Kinderkarussell in Sicherheit gebracht. Und die erste Reaktion war
rein körperlich. Also das war eine ganz intensive körperliche Erfahrung. Ja, also das Adrenalin, man liest das immer so oder in Filmen wird es versucht darzustellen, aber das kann dir kein Medium transportieren, was da tatsächlich mit dir passiert in so einem Moment. Ich war, also ich würde sagen, es waren drei Ebenen in der Sekunde. Zum einen bin ich direkt in den Schutzmodus gesprungen. Ich muss meine Mutter da rausholen, muss meine Mutter beschützen. Punkt Nummer zwei war eine absolute alles über, also ergreifende Paranoia, weil ich ja nicht wusste, wo ist der hingefahren, ist der abgebogen, dann wäre der direkt auf den Rest meiner Familie zugefahren ähm, oder auch die eigene Sicherheit. Stehen wir hier günstig? Kann der von hier aus immer noch kommen oder so? Ja, sind wir hier sicher? Und halt dieses krass körperliche, ja, dieses Adrenalin, was einen durchströmt, das ist in so einer Intensität, das Herz, das schlägt außerhalb von jedem Sein. Also das war, ja, also gefühlt hat mein Herz irgendwo hier oben gepocht, wo ich nicht mehr rankam. So. Und ich habe keine Luft gekriegt, mir ist übel gewesen. Und ja, das war ja so Schock gleichzeitig, aber auch gemischt mit einer Erleichterung. So, wir sind erstmal da raus, aber das im ersten Moment ist wirklich einfach nur pure Panik, Panik, Panik. Ja, und meine Mutti und ich, wir standen dann einen Moment in diesem gesicherten Eckchen. Mein Schwager hatte mich dann angerufen, weil für die war es natürlich auch ein Schock. Die haben uns gerade um die Ecke biegen sehen und dann kam von der anderen Seite das Auto sozusagen. Ja, also aus deren Perspektive hätte es uns auch voll erwischen können. Und da war dann erstmal klar, dass wir alle körperlich in Sicherheit sind und alles, also ja, dass keiner von uns verletzt ist und keiner erwischt wurde. Und dann, ja, haben meine Mutti und ich erstmal ein paar Minuten da gestanden, Schnappatmung, geheult, sind uns in die Arme gefallen. Und ja, und die Rettungskräfte, also das möchte ich wirklich, wirklich, wirklich betonen, die haben so eine wahnsinns gute Arbeit geleistet dort vor Ort, also wirklich in der Sekunde, in der es passiert ist. Die Polizisten, ja, der Markt war ja bewacht, waren ja überall Polizisten, die haben wirklich die Ruhe bewahrt und haben die Leute sehr einfühlsam, aber bestimmt evakuiert, ja, und gleich die Rettungsgasse sozusagen aufgemacht, um die Leute vom Platz runterzukriegen, über sichere Kanäle sozusagen von dem Besucherstrom abfließen zu lassen. Und ja, das war sehr hilfreich, dass sozusagen direkt hinter dem Geschehen eben nicht diese Panik herrschte, sondern man so ein bisschen gleich das Gefühl hatte, man wird hier aufgefangen und es wird dafür gesorgt, dass wir sicher hier wegkommen, so. Und ja, es wusste ja nur noch keiner konkret, was passiert ist, so. Und ja, ich würde sagen, das war die erste Reaktion, ähm, ja, also total auf der körperlichen Ebene, Panik und Angst einfach, ja. Ja, ja. Wie ist es für dich dann weitergegangen? Du hattest ja noch keine Ahnung, was passiert ist. Also diesen ganzen, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich-politischen Kontext lassen wir mal noch außen vor. Mhm. Du hast einfach irgendwas erlebt, was völlig anders als das Ja, Erwartete und auch das Gewohnte war. Frei von Wertung gesprochen, mit ja, Wertung gesprochen, also was total schrecklich ist, wo ja, sofort der Überlebensinstinkt anspringt. ja. Und du bist ja dann wahrscheinlich erstmal nach Hause gegangen oder ähm, ja, wie ging es für dich weiter? Ja, also meine Mutti und ich, wir sind dann auf den Breiten Weg in Magdeburg gegangen. Das ist so eine Hauptstraße, die durch die Innenstadt eben führt und auch aus der Innenstadt halt raus. Und wir haben als erstes zwei Anrufe getätigt. Also meine Mutti hat meinen ältesten Bruder in Bayern angerufen und ich habe meinen Ehemann angerufen, weil die eben beide nicht in Magdeburg waren und aber wussten, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen wollten an dem Abend und wir halt unbedingt verhindern wollten, dass sie das jetzt aus den sozialen Medien erfahren, ja, um diesen Schock zu ersparen. So. Und ähm, ja, also diese beiden Anrufe, also die haben beide später erzählt, dass sie am Anfang erst gar nicht geschnallt haben, was wir denen gerade erzählen, weil das eben so außerhalb jedes Erwartbaren war und auch, weil wir natürlich noch voll in dem Panikmodus waren. Ja, wir haben noch völlig, also natürlich noch sehr, sehr emotional und hektisch und schnell und
Angst und geweint am Telefon und so. Also das schwang ja alles da noch mit rein. Es war schwierig zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Und ja, und dann war das nächste, wir müssen zu Oma. Ja, weil meine Oma, die ist 92, die gute, und das konnten wir ihr nicht am Telefon erzählen. Das hätte sie wahrscheinlich akustisch und inhaltlich gar nicht so durchdringen können. Und ja, und dann war halt unser Auftrag ganz klar, wir gehen jetzt zu Oma, bevor die Tagesschau anfängt. Ja, passiert ist das ja kurz nach 19 Uhr. Und unsere Oma ist eine sehr verlässliche Tagesschau-Guckerin. Und ja, wir wollten halt auf jeden Fall verhindern, dass sie dann Herzkasper kriegt, wenn die das im Fernsehen sieht, was da passiert ist. Auch sie wusste, dass wir auf dem Markt sein würden. Und ja, und das haben wir auch geschafft. Also wir sind in die Straßenbahn gestiegen und in dieser Straßenbahn war eine ganz komische Stimmung, weil da natürlich auch viele Leute drin waren, die auf dem Weihnachtsmarkt gerade waren oder auf dem Weg dorthin waren. Und es war ganz viel durcheinander. Gott, was ist passiert? Und viele natürlich auch traumatisierte Leute da drin, die es gar nicht fassen konnten. Es wurde geweint, es wurde geschnieft. Das war auch gleich schon auch ein gewisser Wutpegel in der Bahn, ja, von Leuten, die vielleicht gerade ja gleich andere Schlüsse gezogen haben oder was auch immer und das von einer anderen Perspektive direkt betrachtet haben. Und es war sehr warm in der Bahn und ich habe zu meiner Mutti gesagt, also es ist noch Zeit, wir schaffen das, aber ich muss jetzt hier nochmal raus. Dann sind wir nochmal ausgestiegen und sind 2, 3 Haltestellen gelaufen. Ich brauchte einfach diese Luft, diesen Sauerstoff und musste mich ein bisschen bewegen. Ich musste einfach ein paar Schritte gehen. Und ja, das haben wir gemacht und dann sind wir zu meiner Oma gegangen und ähm, haben ihr das erzählt und konnten es ihr dann eben selber vermitteln. Und ja, da war halt, also bei meiner Oma halt hauptsächlich natürlich, also erstmal natürlich ein Schock, so wie knapp das jetzt hier war, aber sofort abgelöst von der Erleichterung, dass uns halt nichts passiert ist. Und ja, dann habe ich einen Anruf von meiner Nichte bekommen, die auch mit auf dem Weihnachtsmarkt war, die ja über meinen Schwager wusste, dass wir alle sicher sind. Die Maus ist jetzt 19 oder fast 19 und die hat mich auf einmal angerufen und hat gefragt, wo seid ihr? Seid ihr in Sicherheit? Und ich so, Mäuschen, wir haben noch telefoniert, ist alles gut, wir sind gerade bei Oma Ernie und ja, und die war völlig weggetreten. Ja, also so richtig so, als ob sich ihr Gehirn ausgeschaltet hätte in dem Moment, in dem das passiert ist. Und erst als sie zu Hause war, so ganz in Ruhe in ihrem Zimmer, da sprang das irgendwie wieder so an und da ergriff sie auf einmal die Panik. Oh Gott, Oma und Maria waren ja auch da. Und dann hat sie uns halt so angerufen, ja, und ja, habe ich sie dann beruhigt und gesagt, geh zu den Erwachsenen, geh raus in die Küche, setz dich dazu, sprich, wenn du sprechen kannst und wenn nicht, hör zu, sei in Gemeinschaft, sei jetzt nicht allein, kapsel dich jetzt nicht ab, sondern ihr habt das gemeinsam erlebt und ihr solltet das auch gemeinsam ankommen lassen, so bei euch. Und ja, das hat sie dann auch gemacht, das hat dann auch ein bisschen geholfen. Ja, genau. Ja, das war jetzt so der. Ja, und im weiteren Verlauf des Abends war halt natürlich auch ein wüstes Social Media Getackere, ja, weil, also ich lebe in Leipzig, bin aber gebürtig aus Magdeburg, darum war meine Familie auch dort, ja, und ich war dort auf Heimatbesuch über Weihnachten. Und ja, mich haben ganz viele Freunde aus Leipzig, die wussten, dass ich in Magdeburg bin, angeschrieben, geht's dir gut? Was? Und, ja, aber vor allem natürlich auch mit den Freunden von früher aus Magdeburg. Ja, da haben wir uns halt alle gegenseitig geschrieben und ja, uns vergewissert, dass alle da in Sicherheit sind. Und ja, ich meine, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo viele meiner Freunde Kinder haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie Freitagabend auf dem Weihnachtsmarkt sind, jetzt noch auch nicht gerade gering ist. Ja, und ja, aber Gott sei Dank aus meinem nächsten Bekanntenkreis ist niemandem was Schlimmes passiert. War keiner sonst. Ich glaube, es war auch gar keiner von meinen nächsten Bekannten auf dem Platz. Ja. Hm, Ja, ja, ganz vielen Dank für diese Schilderung. Ich finde es sehr wertvoll, weil man dadurch ein Gefühl dafür bekommt, dass die Fakten, die man so liest, ja nicht alles sind, was passiert. Also das, was durchgegeben wird in den Medien, sind ja meistens diejenigen, die ums Leben kommen und die Verletzten. Das, was aber ja eigentlich passiert, ist, dass sich die Welt grundlegend verändert und zwar für weit mehr Menschen als diejenigen, ja,
die physischen Schaden erlebt haben, weit mehr Menschen als diejenigen, die emotionalen, innerlichen, psychischen Schaden erlebt haben oder tatsächlich sogar für weit mehr Menschen als die, die da waren. Es ist also gerade in der heutigen Zeit, was wirklich ein viel, viel größeres, lebensveränderndes Moment hat. Kannst du Ja. dazu irgendetwas sagen? Ja, also ich denke, das sind wirklich die verschiedenen Ebenen, auf denen man das betrachten muss. Also dieser Mensch, der da mit dem Auto durch die Massen gefahren ist, der hat auf in ganz vielen Zirkeln sozusagen Schaden angerichtet. Und ja, also das eine ist natürlich, dass alle diejenigen, die das direkt unmittelbar erlebt haben, die werden diese Bilder nie vergessen. Das ist so. Ja, also das ist ein so einschneidendes Erlebnis. Ja, und natürlich, je näher man wirklich dran war, umso schlimmer ist es oder umso schlimmer kann es sein oder umso tiefer ist das Erlebnis, was man damit verbindet, auf jeden Fall. Und ja, also ich merke das schon bei uns. Also der Umgang meiner Schwester oder der Impact, sage ich jetzt mal, den es auf meine Schwester hatte, die ja nur also nur in Anführungsstrichen, ja, das ist nicht mit Wertung gemeint, gesehen hat aus einiger Entfernung, wie ein Auto von rechts nach links gefahren ist und Menschen umgefahren hat. Die hat die Situation natürlich ganz anders erlebt und war in einer ganz anderen Bedrohungslage sozusagen, die sich einprägt, als meine Mutter und ich, die nur direkt daneben standen. So, ja, alleine schon diese Perspektiven, sind verschiedene Stufen. Dann natürlich der Unterschied, ob man physisch betroffen war. Ja, ich meine, es sind 6 Menschen gestorben und ein, ja, und also ungefähr 300 Menschen sind verletzt worden. Und im Moment geht man davon aus, dass so um die 60 dieser schwer Verletzten, also lebenslange Folgeschäden haben werden. Ja, da wurden Gliedmaßen amputiert, da sind Querschnittslähmungen aufgetreten und so vielfältige und komplexe Knochenbrüche eingetreten und verursacht wurden, ähm, die sie ihr Leben lang begleiten werden, ja, und ihr Leben prägen, also auf mannigfaltige Weise. Aber was du richtig sagst, der Schaden, der eben auch mit verursacht ist, ist halt bei allen, die vielleicht nicht das psychische Handwerkszeug, möchte ich jetzt mal sagen, an der Hand haben, um das für sich gut zu verarbeiten und einzuordnen, ja, die mit diesem Trauma vielleicht Jahre beschäftigt sein werden auf verschiedenen Ebenen oder vielleicht auch für immer. Und dann natürlich auch die weitreichenderen politischeren Folgen, die das hat, weil solche Ereignisse werden ja in unserer Zeit selbstredend leider, und zwar in Sekunde Null, instrumentalisiert und von allen Seiten. Und gerade wenn sowas ganz kurz vor einem äh, Notwahlkampf sozusagen passiert, ja, jetzt wo wir, das ist ja überhaupt schon ein krasses politisches Ereignis, dass wir Neuwahlen haben in Deutschland, ja, dass die Regierung gescheitert ist, außer Kraft gesetzt wird und Neuwahlen veranlasst werden. Ja, das ist sowas, Neuwahlen, das kennt man aus Geschichtsbüchern oder aus irgendwelchen nicht genug demokratisierten Ländern oder total korrupten Ländern, wo der Herrscher halt einfach das beschließt oder so. Aber ja, also das an sich ist ja schon eine krasse Situation, in der wir uns schon ohne jeden Anschlag befunden haben vorher. Und dann kommt sowas mit dazu in so einer Zeit. Das ist natürlich ja, also das ist ein Strohfeuer, das da ganz schnell in Gang gesetzt werden kann und natürlich auch wurde. Und ja, das natürlich seine eigenen Gefahren mit sich bringt. Gefahren der Radikalisierung, Gefahren der ähm, Einordnung in diese und jene Richtung. Ja, und ja, genau, also das sind sehr viele Spätfolgen, die das Ganze auch noch nach sich ziehen wird. Ja, 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 absolut. Ganz vielen Dank für diesen Überblick über die Folgen. Wir können das ja jetzt immer als Schaden titulieren. Wir können aber auch, wenn wir eben wieder auf die wertfreie Ebene gehen, sagen, dass es Veränderung bewirkt. Je ja, näher man dran ist, je mehr man das als tatsächlichen Verlust in Sachen Gesundheit, in Sachen Leben, in Sachen psychische Gesundheit, all das und natürlich auch in Sachen
politische Veränderung, je mehr man das als Verlust wahrnimmt, desto schwieriger ist es natürlich, das auf diese Weise zu betrachten, also einfach als eine Änderung. Ist es dir Ja, möglich, das als Änderung zu betrachten? Wenn ja, wie geht das und wie gehst du damit um? also es hat ein bisschen gedauert. Ich meine, wir sprechen ja jetzt auch gerade zu einem Zeitpunkt, da das Erlebte noch nicht mal einen Monat zurückliegt. Ja? Ähm, also, also die kurze Antwort ist ja, das geht auf jeden Fall. Die Antwort, die auch zur Wahrheit mit dazu gehört, das kann ungeschult, aber nicht jeder. So. Und aber das ist eben der Punkt ungeschult. Also, ja, es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, wie man lernen kann, sein Mindset auch so ein bisschen so auszurichten, dass man mit deutlich weniger Schaden und vielleicht sogar mit was Gutem aus der Sache für sich persönlich rausgeht. Ja, also es geht nicht darum, Todesfälle und krasse Verletzungen hier irgendwie schön zu reden und Verbrechen zu legitimieren oder so, um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht der Anspruch. Wir reden jetzt rein auf einer wertfreien, persönlichen Ebene von jedem, der das erlebt hat. Ja, was das für einen persönlich bewirken kann und wie man das vielleicht auch ein bisschen verändern kann. Also ich habe bei mir festgestellt, dass ich da verschiedene Phasen durchlaufen habe. Das war ja an einem Freitag und das Wochenende, das war geprägt von ja, Schockzuständen und ja, Wut und Trauer und Anteilnahme. Und ja, weil halt immer mehr zutage gefördert wurde und auch am Anfang natürlich wahnsinnig viele Falschinformationen im Netz kursiert sind, aber nach und nach hat sich das so ein bisschen sortiert und also immer mehr Medien haben dieselben Informationen geteilt, sodass man halt immer mehr den Eindruck bekam, dass sich so nach und nach irgendwie in diesem Fall aber sehr skurriles Bild zusammensetzt. Und ja, natürlich hat man gerade als Betroffener und auch als Interessierter an dem Fall natürlich ein großes, ja, neugieriges Interesse natürlich auch daran, so viel wie möglich darüber zu erfahren, um das für sich irgendwie einzuordnen. Und da kommen wir zu dem Punkt verantwortungsvolle und unverantwortungsvolle Medien. Da kommen wir auch zu dem Punkt eigener verantwortungsvoller oder unverantwortungsvoller Umgang mit eben diesen. Und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also ich beschäftige mich selber schon seit so vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Mindset, mit ja allem, was in dieses Spektrum so fällt. Ja, ich war lange Jahre Depressionspatientin. Ich habe viel in meinem Leben Therapie und Bücher und alles Mögliche ähm, ja, angenommen und konsumiert und so weiter und wähne mich da schon auf der Reise zum reflektierten und nicht zu äh, impulshaft handelnden äh, Wesen auf jeden Fall ein bisschen weiter als viele andere. Das sind, denen diese Mittel eben nicht zur Verfügung gestanden haben oder die das bisher noch nie in Anspruch nehmen mussten oder so. Aber ich habe gemerkt, dass auch mir als sehr reflektierter Person es wirklich sehr schwer gefallen ist, zeitweise mein Herz da in Sicherheit zu bringen. Also Herz und Verstand in Sicherheit zu bringen, um da zum einen nicht dran verrückt zu werden, nicht über diese Nachrichten zu obsessen, weil man kann sich da so schnell in so einen Strudel, in so einen Sog reinbegeben, der dafür sorgt, dass man völlig den Blick äh, für die, für die Objektivität verliert. Ja, und das ist dann natürlich sehr gefährlich, ja, wenn es um solche Dinge auch geht. Und dass die Emotionen auch bei einer sehr reflektierten Person, die viel über Emotionen gelernt hat in den letzten Jahren, so Überhand nehmen können. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin rückblickend betrachtet sehr froh, dass die Neuwahlen erst im Februar sind und nicht Ende letzten Jahres stattgefunden haben. Ja, weil also in so einem Moment ist es eine ganz wichtige Aufgabe, die wir alle als Gesellschaft haben, ob wir nur direkt daran beteiligt gewesen sind oder nicht, da wirklich auf unser Herz und unser Hirn aufzupassen. Ja, und da wachsam zu sein
sich die Zeit auch zu geben, die das braucht, um Dinge einzuordnen, aber eben nicht aus einem Impuls, aus einem Affekt, aus einer auch gerechtfertigten Wut heraus oder aus einer gerechtfertigten Angst heraus zu Pauschalisierungen oder ja, zu neigen oder die auszuleben und ja, ja, gut aufzupassen, ja, welchen Weg man da einschlägt, weil das sind genau die Momente, wo, ja, ich will jetzt nicht mal sagen das Böse, aber das nicht zielführende Element, das eine Gesellschaft in Gefahr bringen kann, zuschlägt. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ja, und Wut auch nicht. Ja. Wut ist ein gutes Gefühl und das braucht es auch und ich glaube, das braucht es auch in diesem Fall. Ja, einer meiner absoluten Rhetorikhelden, René Bourbonus, der sagt immer, Wut ist ein gutes Gefühl, denn Wut ist das einzige Gefühl, das sich wirklich und aufrichtig für Gerechtigkeit einsetzt. Ja, das ist das Gefühl, das uns zum Handeln antreibt und das ist eine gute Sache. Aber dieser Wut muss natürlich, nee, nicht aber, und dieser Wut muss aber eine Vernunft mit an die Hand gegeben werden, damit sie eben nicht einfach rumrandaliert und Schaden anrichtet, sondern in vernünftige Kanäle fließt, wo sie auch angebracht ist. Ja. Und ja, diese Sichtweise auf die Dinge, das ist das ist eine ganz wichtige und in erster Linie muss jeder, den das belastet oder der damit irgendwie zu tun hat, für sich erstmal einen Umgang finden. Denn nur wenn ich mit mir selber irgendwie mit einer Geschichte im Einklang und im Reinen bin, dann ist es an der Zeit, die Schlüsse daraus zu ziehen und ja auch rauszugehen damit und ähm, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ich mich dazu berufen fühle. Ja, Ja. Wie ist es jetzt? Du hast schon gesagt, politisch gesehen hättest du dort irrationale Entscheidungen getroffen oder auch Entscheidungen, die von den Emotionen her dich ganz woanders hingebracht haben, als du normalerweise dich ja, vielleicht gesehen ja, hättest. ja. Wie ist es mit, ich sag mal, dem Menschsein überhaupt? Also derjenige, der da drauf, vielleicht kannst du uns noch eine kurze Info zu dem Fahrer geben. Du hast ja auch viel recherchiert und kennst die Hintergründe Ja, sehr, ja. sehr gut. Also, was in diesem Fall eben sehr, sehr auffällig ist, ich meine, die Recherchen sind noch nicht abgeschlossen, es liegen ja bei weitem noch nicht alle Sachen offen in Sachsen-Anhalt, ist ähm, ja, also ist man noch nicht so weit mit der Gründung und erst recht mit der Durchführung der Arbeit des Untersuchungsausschusses und so. Also auch da sollte man jetzt keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Aber was bekannt ist, ist eben, dass der Täter ein gewisser Herr Taleb al-Abdul Mosen gewesen ist, der aus Saudi-Arabien zu uns gekommen war und schon seit 2006 im Lande ist und einige Jahre später auf Asyl plädiert hat. Das wurde ihm auch gewährt, weil er sich als Islamkritiker positioniert hat und als vom Islam abgewandt angesehen hat und sich damit sozusagen in der politischen Verfolgung in seinem Heimatland gesehen hat. Und ja, soweit ist das ja erstmal alles sehr verständlich und der war hier integriert, der war hier als Arzt tätig und der hatte auch eine feste Stelle. Was aber eben auch bekannt ist, ist, dass er sich über die Jahre in alle möglichen Verschwörungstheorien verstrickt hat. Ähm, also ich sage das jetzt einfach als Verschwörungstheorie. Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht recherchiert, womit er sich so beschäftigt hat. Also ähm, und kann jetzt nicht, also möchte mich jetzt nicht auf das Ross schwingen, zu sagen, was von dem, was er sich da so angeeignet hat, vielleicht gestimmt hat und was nicht. So, es gibt einfach sehr viele Verschwörungstheorien, die später in Geschichtsbüchern stehen. Ja, es ist halt einfach so. Aber worum es mir geht, ist, dass nachweisbar und wirklich nachvollziehbar war, dass sich dieser Mensch im Laufe der Jahre selbst und auch in Verbindung mit anderen und auf Plattformen im Internet durch öffentliche Äußerungen immer weiter radikalisiert hat. Und der war zu dem Zeitpunkt, als das in Magdeburg geschehen ist, als er das in Magdeburg gemacht hat, bereits 7 Bundesbehörden bekannt. Und an 7 verschiedenen Stellen wurde darauf hingewiesen, dass da ein gefährlicher Mann im Lande ist, der mit
Anschlägen bereits gedroht hat, der mit Menschenopfern gedroht hat. Und ja, es gab über die Jahre immer wieder Anzeichen dafür, dass dieser Mensch dem Gesellschaftsvertrag nicht nachkommt, möchte ich jetzt mal so sagen. Und dass von dem eine Gefahr ausgeht. In bestimmten Bereichen wurde diese Gefahr erkannt, aber es wurden keine ausreichenden Schlüsse gezogen, keine ausreichenden Handlungsstrategien entworfen und durchgezogen. Ja, und der sollte eine Gefährderansprache bekommen. Und ja, der war aber nicht zu Hause und der war nicht auf Arbeit. Da haben sie es ein paar Mal versucht. Also nach jetzigem Stand, am Anfang hieß es nur zweimal oder einmal. Jetzt heißt es, sie waren fünfmal bei ihm und haben geklingelt und der war nicht da. Und da haben sie ihm einen Brief geschrieben. So, und damit, also eine Gefährderansprache, das ist ein du bist uns aufgefallen, mach das nicht nochmal sonst. So. Und das war das Höchste an Strafe, was der bisher bekommen hat oder an Konsequenz, was er bis zu dem Zeitpunkt ja zu spüren bekommen hat. Und ja, jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Zuerst war er in Burg bei Magdeburg. Jetzt haben sie ihn aus Sicherheitsgründen aus dem Bundesland rausgenommen. Jetzt sitzt er in Dresden im Staatsgefängnis und ja, die Untersuchung läuft. Zwischendurch war er im Hungerstreik. Ich glaube, der ist wieder. Und ja, das ist natürlich ein sehr komplexer Fall. Dann haben die Leute oder die Medien halt sind sie so seine Posts durchgegangen. Und an einer Stelle, weil er eben Islamkritiker ist, war er aus seiner Sicht in logischer Konsequenz gegen die ähm, hohe Zahl an Einwanderungen von Menschen aus islamisch geprägten Ländern. Und demzufolge hat er sich an irgendeiner Stelle bei irgendeinem Post als AfD-Fan bezeichnet. Das haben die Medien natürlich also direkt aufgegriffen und ähm, da eine unzulässige Brücke, also ich meine, es ist rein argumentativ einen logischen Fehlschluss, möchte ich jetzt mal sagen, gezogen, in dem Sinne, dass sich einer selber als AfD-Fan bezeichnet aufgrund irgendeiner Übereinstimmung, die er da thematisch inhaltlich sieht, heißt das noch lange nicht, dass er die AfD repräsentieren würde. Aber das ist natürlich ähm, dieser Twist, den die Medien direkt rausgemacht haben, dass er sich an anderen Stellen als Linker bezeichnet hat. Das wird gerne unter den Tisch fallen gelassen. Und naja, also es ist halt dieser zum Teil sehr meines Erachtens nach unverantwortliche, weil nicht umfänglich abgebildete Informationsfluss da stattfindet. Und ja, naja, und das ist natürlich Futter alle möglichen, für alle möglichen Richtungen. Ja, die einen sagen jetzt, guck mal, das ist genau das, was die AfD hervorbringt, solche Attentäter. Die anderen sagen, ja, guck mal, wieder so ein krimineller Ausländer, der ja aber überhaupt nicht in das Schema passt, derer, von denen wir sonst immer so hören, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, also die Überschneidung ist Ausländer und auffällig und bisher nicht strafrechtlich verfolgt oder nicht konsequent strafrechtlich verfolgt, möchte ich sagen. Aber das ist natürlich nichts, was zu den islamischen Terroranschlägen, die anderweitig stattgefunden haben, passt. So. Zumindest nach dem jetzigen Kenntnisstand. Also wir haben es ja mit einem ganz ungewöhnlichen Täterprofil zu tun. Und ja, ich glaube, dass viele gedanklich zu kurze Wege gehen und dieses Jumping to Conclusions sozusagen begehen, was unzulässig ist und der Diskussion nicht hilft. Aber es hilft eben auch nicht, die, den Meinungskorridor da zu verengen, indem man den Informationskorridor verengt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ja, mit einer einseitigen Berichterstattung, ähm, ja, und wenn es dann im Hintergrund immer noch darum geht, irgendwelche Entscheidungsträger zu schützen oder was weiß ich, also dann diskutieren wir einfach in die falsche Richtung. Dann betrachten wir nicht die zugrunde liegenden Probleme. Ja, und ja, ich glaube, man Ja. verläuft sich da viel. Ja, sehr, sehr schön. Also bei all dem, was du jetzt geschildert hast, konnte jeder, der sich das hautnah angeschaut hat, ich meine damit unser Gespräch,
sehen, wie automatisch Verknüpfungen entstehen. Du hast einige davon herausgeholt und auch auf eine bestimmte Art und Weise ins Bild gesetzt, auch die Mhm. Perspektive an der einen oder anderen Stelle verändert. Und genauso hat ja jeder von uns die Möglichkeit, die Perspektive auf diese oder jene Art und Weise zu verändern, wodurch sich zwar der Blick verändert, aber doch ja immer noch die Betrachtung im Außen liegt. Also es ist Ja, etwas geschehen, für dich ganz persönlich, etwas, was direkt neben dir ganz viel Schaden angerichtet hat. Also du bist sozusagen in der Rolle des Beobachters, desjenigen, der nicht selbst etwas tun konnte. Gleichzeitig bist du in der Rolle desjenigen, der was erfahren hat, also ein Erlebnis hatte, wovon wir jetzt nur Beobachter sind. Also ähm, auch wenn du physisch keinen Schaden genommen hast, hast du ja wirklich emotional und psychisch was erlebt, was ein Pattern Break war, wenn ich so sagen kann. Also einfach mal komplett das Leben neu gedacht hat. Wenn wir also erstmal im intuitiven oder nee, sagen wir mal reflexiven, also aus dem, wie man als mit dem menschlichen Reflex auf die Sachen guckt, das Ganze anschauen, sind wir sehr schnell aus unserer Mitte draußen und sehr schnell in den verschiedenen gesellschaftlichen Themen, Sicherheitsthemen, aber alles im Außen. Wenn wir jetzt wieder zu uns zurückgehen, um zu gucken, wie passt das mit einer harmonischen Welt zusammen? Kann so etwas, und das ist natürlich eine sehr krasse Frage, insbesondere dir gegenüber, die das so erlebt hat, als wirklich erstmal etwas un in Frage gestellt Schreckliches. Kann so etwas ein Helfer für Harmonie sein? Und wenn ja, wie? ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ein Gefühl, das wirklich ziemlich von Anfang an mit dabei war, was anfänglich die Sache schwieriger gemacht hat, weil eine große Dissonanz entstanden ist erstmal, aber was wirklich von Anfang an mit dabei war, auf meiner Seite, war eine unfassbare, tiefe, ganz profane Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit dafür, nicht nur, dass ich jetzt aus dieser Situation und meine mir nahestehenden Menschen aus dieser Situation glimpflich davongekommen sind und gerade vor dem Kontrast, dass andere sehr viel schlimmer erwischt hat, sondern auch eine ganz profane innere Dankbarkeit, am Leben zu sein. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, ich habe in meinem Leben schon viele sehr düstere Phasen hinter mir, in denen es also pathologisch völlig nachvollziehbar oder völlig erklärbar war, dass man sich der Dankbarkeit zum Leben jetzt nicht so nahe gefühlt. Ja, wenn man in einer schweren Depression steckt, dann entwickelt man solche Gefühle eben einfach nicht. Aber auch aus der Position derer heraus, die jetzt schon längere Zeit wieder psychisch stabil ist und große Fortschritte gemacht hat und wieder gerne am Leben war. Also jetzt auch schon die letzten paar Jahre, seit es sich alles ein bisschen gesetzt hat und alles ein bisschen arbeiten durfte und so. Ja, also ähm, dass ich dem Leben sehr viel näher bin als dem Tod, schon lange Zeit, das ja. Aber diese wirkliche, also man kann das mal, das ist so eine Energie einfach. Ja, das ist wirklich eine, also du weißt ja, liebe Marlene, dass ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe ähm, ähm, mit Spiritualität und mit Sachen wie Energie und Universum und so weiter. Das fällt mir manchmal schwer. Aber in diesem Moment habe ich wirklich so eine tiefe Dankbarkeit einfach erfunden, die kosmisch war. Das muss ich einfach sagen. Und ja, allein dieses Gefühl zu erleben, das war ein riesiges Geschenk, ein riesiges Wachrütteln. Das war richtig so, als ob mich jemand geschüttet hätte und gesagt, Maria, du bist am Leben. Du bist am Leben. Und das bist du jetzt. Und jetzt mach was draus. So, und ja, also dieser Drive, den das Ganze zum einen mit sich bringt, zum anderen ist so ein krasses Erlebnis, aber natürlich auch eine große, starke, wichtige Lektion.
aus der wir ganz, ganz viel lernen können. Es ist einfach eine Wahrheit im Leben, dass wir nicht an unseren oder in einem viel geringeren Maße an unseren Glücksmomenten wachsen, als wir das aus unseren Krisen heraus tun. Und man muss sich, glaube ich, auch eine Sache, oder es ist hilfreich, sich ein Bild dazu zu nehmen. Und zwar, Licht kann man verbreiten, Dunkelheit nicht. Was ich damit meine, ist, dass die Dunkelheit Abwesenheit von Licht ist. Das Licht ist aber da. Und das Licht kann man auf die Dunkelheit lenken und damit ist die Dunkelheit weg. So. Und dieser, dieses, diesen Gedanken, den für sich mitzunehmen und sich eben nicht von der Dunkelheit erpressen zu lassen, sondern die Taschenlampe selber in die Hand zu nehmen und versuchen, das rauszuziehen, was einem hilft aus dieser Situation. Ja, und für mich war dieser Punkt gekommen, also es gab zwischendurch auch ein paar schreckliche Tage, die geprägt waren von Albträumen, die mich auch am Tage nicht losgelassen haben. Ich bin ein paar Tage lang immerzu in der Nacht aufgewacht und hatte wie so ein Ohrwurm diesen Namen Taleb Abdel Mosen im Kopf. Das war wie so das personifizierte Böse und habe böse braune Augen vor Augen gehabt und habe ganz schreckliche Dinge geträumt und hatte eine Zeit lang ganz schlimme Angstzustände auch und ja, ähm, musste mich vor Pauschalisierungen bewahren und ja, dass meine Angst nicht so übergreift auf alle, die gar nichts damit zu tun haben. Ja, auf die ganzen armen, lieben, netten, braven Menschen, die hier jeden Tag Gutes tun und uns allen den Arsch retten, ja, weil die sich hier eben einsetzen und Großartiges leisten. Ja, und ja, dieser, dieser Angst kann man, und das ist eben eine Entscheidung, auch eine Hoffnung und einen Mut und einen Antrieb abgewinnen. Und ich glaube, im Wesentlichen geht es immer um die Geschichte in unserem Kopf, die wir uns erzählen. Das ist ganz grundsätzlich so, auch was das ganze Feld überhaupt von der psychischen Gesundheit anbelangt und weshalb so viele Therapeuten, Coaches, Trainer immer wieder darauf pochen, die wichtigste Beziehung, die du im Leben führen wirst, ist die zu dir selbst. Und das ist so, und die musst du in den Griff bekommen. Das ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe, der wir uns alle gegenüber sind. Und dazu gehört auch zu lernen, unsere Selbstgespräche, die immer, ob wir das wollen oder nicht, in unserem Kopf stattfinden, zu meistern. Und dabei ist es wichtig, darauf zu lernen, darauf zu achten, mit welchen Worten spreche ich mit mir selbst, wie betitele ich Dinge. Worte haben eine unfassbare Macht und nicht nur die, die wir aussprechen, sondern auch die, die wir denken. Denn aus Gedanken werden Worte und aus Worte werden Taten. Und das kann man aber eben, das ist ein Prinzip, dass dieser Tage die Populisten in allen Ecken und Enden, egal von welchem Spektrum aus wir das betrachten, mit Perfektion beherrschen. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass Menschen, die guten Herzens sind, diese Mittel auch für sich nutzen. Ja, wir dürfen dieses Feld nicht nur denen überlassen, die das aus Eigeninteresse und so ja, missbrauchen, diese sehr wichtigen und wertvollen Lebenstools. Ich glaube, das Allerwichtigste ist eigentlich also für mich schon seit vielen Jahren, die Erkenntnis, dass es sowas wie eine eindeutige Realität schlicht und ergreifend nicht gibt. Es gibt keine neutral zu betrachtende Welt. Das gibt's nicht. Jeder von uns nimmt alles durch seine Brille, durch seine Augen, ähm, durch seine Filter wahr. Und das ist eine Tatsache, die wir akzeptieren dürfen und die uns gleichzeitig eine unglaubliche Macht mit an die Hand gibt, weil wir konzentrieren uns immer, immer, immer auf die Dinge, an denen wir nichts ändern können. So, ja. Also egal, wie ich jetzt dazu stehe. Ich, Maria Weber, hier in Leipzig, im Propsider in meiner kleinen Bude sitzend, ich habe absolut 0,0 Einfluss darauf, wie wir künftig eine gerechte und trotzdem sicherheitsgewährleistende Asylpolitik machen können. Ich habe absolut keinen Einfluss darauf,
wer hier welche Entscheidungen trifft und so. Wir haben keine direkte Demokratie in unserem Land, wir haben eine indirekte Demokratie mit den Wahlen und so. Und ähm, ja, also es gibt so viele Sachen, da habe ich einfach keinen Einfluss drauf. So, und das hat was mit Akzeptanz und mit Loslassen zu tun. Und ich glaube, zur Sicherung des eigenen Verstandes ist es sehr wichtig, sich das auch immer wieder mal vor Augen zu halten. Ich kann jetzt meine Lebenszeit natürlich darauf verschwenden, mich die ganze Zeit zu obsessen mit diesen Themen. Ich kann natürlich jetzt meine ganze Zeit darin stecken, mir irgendwelche Artikel zu dem Thema durchzulesen, die dasselbe schreiben oder wenige Zusatzinfos oder so. Das bringt mich alles nicht weiter. Also unterm Strich, ganz ehrlich, alles, was jetzt passiert, was jetzt in diesem Fall passiert, da habe ich keinen Einfluss drauf und das hat mit meiner Lebensrealität ab jetzt nichts mehr zu tun, wenn ich das nicht zulasse. Ja, also ganz ehrlich, ob dieser Mensch, der das jetzt gemacht hat, also natürlich gibt es ein Gerechtigkeitsempfinden in mir, das möchte, dass der in irgendeiner, dass da Konsequenzen folgen, dass man sowas in unserer Gesellschaft nicht einfach tun darf und man kommt einfach so davon, das ist natürlich da. Aber ganz ehrlich, selbst wenn man das jetzt mal auf so einer Basis betrachtet, das macht mit mir eigentlich nüchtern betrachtet gar nichts. Also ob der jetzt im Burg sitzt im Knast, ob der in Dresden sitzt im Knast, ob der jetzt was isst oder ob der nichts isst, ob der jetzt verhaftet wird, ob der nach Saudi-Arabien zurückgeschickt und gevierteilt wird, das hat mit mir alles gar nichts mehr zu tun. Mit mir hat dieser Moment was zu tun und diese Dinge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Konsequenz ziehen würde, was ich für mich entschieden habe, dass ich nicht tue, das ist mir ein, das ist mir persönlich so ein großes Anliegen, dass ich mich für das, was ich für richtig halte, wie die Gesellschaft mit solchen Problemen umgehen sollte, engagieren möchte, dann gehe ich in die Politik und dann versuche ich da was zu bewirken und für meine Themen einzustehen. Aber das muss halt jeder für sich sehen, was da sein Thema ist. Und ich lese halt für mich einfach, Politik ist es nicht. Ja. Und und damit lasse ich das aber halt auch gehen. Damit ist es halt, ist das nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist, wie gehe ich mit diesen Bildern um? Wie kann ich diese Sache für mich verarbeiten und einordnen? Was kann ich da Gutes draus ziehen? Und wie kann ich weitermachen? So, ja, genau. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, wenn du dir alles, was du von dieser Szene hast, nehmen würdest wie eine Supermarkterfahrung, das klingt jetzt natürlich sehr krass. Du weißt vielleicht, was ich meine. Also du hast einen Markt, gehst da rein und hast dieses komplette Erlebnis mit allem drum und dran, dem, was man danach fühlen und erleben kann, den ganzen Medien, alles und natürlich dem gesamten Geschehen vor Ort. Was würdest du dir aus dieser Palette von Möglichkeiten für dein von jetzt an beginnendes Leben oder dein Leben danach, Mhm. was würdest du dir immer wieder neu mitnehmen? Auf was möchtest du nicht verzichten in deinem Leben? Also auf jeden Fall diese Dankbarkeit, am Leben zu sein und daraus resultierend noch größeren Ansporn und noch größere Motivation, was draus zu machen, ja, und im Moment zu sein und jeden Moment zu genießen. Und also was ich mir auch ganz dolle mitnehme aus der Situation und aus allem, was damit zusammenhängt, ist einen ganz großen Entwicklungsschritt, glaube ich, auch in Sachen Verständnis füreinander aufbauen. Weil ich nun am eigenen Leibe, zum Beispiel, was ich vorhin beschrieben habe, erfahren habe, wie Emotionen einen beeinflussen können. Und ich vor diesem Hintergrund zum Beispiel auch nochmal einen ganz anderen Blick bekommen habe und ein ganz anderes Verständnis gewinnen durfte für Menschen, die eben angstgeleitet sind. Und ich das jetzt auf einer ganz anderen Ebene ernst nehme, als das vorher der Fall war. Ja, vorher muss ich sagen, habe ich halt, also mit Sicherheit auch völlig ungerecht
verschiedene Leute so abgeurteilt, die ihren, ihre Fremdenfeindlichkeit oder was auch immer mit ihrer Angst gerechtfertigt haben. Und das würde ich heute in der Form nicht mehr tun. Das heißt nicht, dass ich die Fremdenfeindlichkeit damit legitimiere. Das heißt, dass sich eine neue Tür der Kommunikation und des Zugangs zu anderen Menschen ergeben hat. Und dass, dass ich es jetzt umso wichtiger und noch wichtiger finde als zuvor, zu versuchen, und das ist in der Kommunikation ganz wichtig, darauf lässt sich alles herunterbrechen sozusagen, noch mehr zu versuchen, die Position des anderen einzunehmen und zu schauen, wo kommt der her. Wir Menschen, so sind wir gewired, so sind wir gebaut, so sind wir gemacht. Wir, wir sind das reine Gefühl. Wir leben von Gefühl. Alles, was uns in unserem Leben antreibt, hat was mit Emotionen zu tun, hat mit Gefühlen zu tun. Das heißt aber nicht, dass wir Sklave dieser Gefühle sein müssen. Aber um das eben nicht zu sein, um eben nicht emotionsgesteuert sehr schlechte Entscheidungen zu treffen, ist es nötig, dass wir ein Skillset entwickeln. Ist es nötig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns damit beschäftigen. Die Realität, der wir uns aber gegenwärtig gegenübersehen, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das nicht gefördert wird. Jedenfalls nicht in der Breite der Gesellschaft. Also außerhalb von YouTube, wenn man sich da ganz gezielt in irgendwelche ähm, Persönlichkeitsentwicklungskreise hineinarbeitet und außerhalb der Buchhandlung, wo es mittlerweile sehr viele Tische gibt mit Büchern, die solche Themen behandeln. Außerhalb dessen findet das immer noch viel zu wenig statt. Wir kriegen in der Schule nicht beigebracht, wie geht man mit Angst um, Angstregulation. Wir kriegen nicht beigebracht, wie gehen wir mit Stress um, Resilienz wird uns nicht beigebracht. Alles solche wichtigen Skills, die auf der Reise helfen, ein decent human being zu sein, so und ein wertvolles und wichtiges und ähm, ja die Gesellschaft unterstützendes Mitglied dieser Gemeinschaft, in der wir, ob wir das wollen oder nicht, leben. Und ja, wir kriegen nicht beigebracht, wie sprechen wir ordentlich und auf Augenhöhe. Ja, also, und das Ding ist, was das, glaube ich, kompliziert macht, ist, dass all diese Dinge da sind und in rudimentären Ansätzen auch überall existieren, aber immer mit einer Zugangsvoraussetzung ähm, ja, ähm, etikettiert sind oder mit einer begrenzten Teilnehmerzahl oder so. Natürlich gibt es solche Sachen wie, ich nehme mal so ein Beispiel, Jugend debattiert. Ja, solche Vereine, solche Projekte, sowas gibt es. Gibt es auch an den Schulen. Aber da machen natürlich von den 500 Schülern einer Schule 15 mit. Ja, und damit ist es eben nicht in der Gesellschaft angekommen. Und ja, alles solche Sachen. Auf jeden Fall, es ist ich glaube, dass sehr viel getan wäre, wenn mehr Menschen sich mehr Mühe geben würden, ihren und überhaupt darüber Bescheid wüssten, dass es das gibt und dass es nötig sein könnte, ihren eigenen Entwicklungsaufgaben nachzukommen und sich um die Dinge zu kümmern, auf die man noch Einfluss hat und sich nicht immer nur ins Außen zu orientieren und über die Dinge zu schimpfen und seinen ganzen Fokus, seine ganze Welt darum kreisen zu lassen, worauf wir keinen Einfluss haben. Und so verändert man, glaube ich, die Welt. Ja. Also ich habe früher lange Jahre sehr gestruggelt mit diesem Satz, sei du selbst die Veränderung, die du willst in der Welt. Und ähm, in meiner früheren, sehr politisch aktiven Zeit mit Demos und so Zeug, da habe ich da wirklich die Krätze gekriegt und habe immer wieder so gedacht, nein, wir müssen auf die Straße, wir müssen ja alles umschuppen und das ist ja systemimmanent und was inhaltlich immer noch stimmt. Und trotzdem den Fakt außer Acht lässt, dass die Gesellschaft nicht irgend so ein Konstrukt ist, was da draußen ist und hier nicht. Gesellschaft passiert am Küchentisch. Gesellschaft passiert, und damit meine ich jetzt nicht den Habeckschen Küchentisch, sondern Gesellschaft passiert im Hier und Jetzt, im Du und Ich. Das ist Gesellschaft. So, und das ist das, was wir, was wir raustragen. Ob das jetzt der Kontakt mit den eigenen Freunden ist, mit der Familie, mit den Arbeitskollegen. Dieser Kreis, das ist der Kreis, auf den wir Einfluss haben. Und das ist ein Kreis, den wir alle haben. Alle. Ja, also es gibt Gott sei Dank
also leider immer noch viel zu viel, aber Gott sei Dank auf die gesamte Gesellschaft betrachtet nur sehr wenige Menschen, die so isoliert haben, dass sie wirklich null Einfluss hätten. Ja, und null Einfluss hat sowieso keiner, weil auch nur mein eigenes Verhalten, nicht mal im Kontext mit anderen, strahlt ja auch schon eine Message aus. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich selber gnatzig, guckend und grimmig in der Bahn sitze oder ob ich fröhlich bin. So, auch ohne, dass ich mit irgendjemandem, ob ich mit irgendjemandem Kontakt habe. Das verändert die Energie im Raum. Ja, und irgendwer guckt mal aus dem Seitenwinkel zu dir rüber. Und da ist es schöner, da jemanden zu sehen, der anlasslos ein bisschen vor sich hin lächelt, ohne jetzt vielleicht äh, Warnsignale gleich zu triggern, dass der irgendwie nicht ganz dicht ist. Aber einfach nur freundlich vor sich hin gucken, ist ein Unterschied zu dem Glatzkopf, den man aus dem Augenwinkel sieht. Und das verändert die Energie und das verändert auch die Energie bei dem das. Und dieser Mechanismen müssen wir uns bewusst sein. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Entschuldigung, bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber ich denke, die Geschichte, die wir uns im Kopf erzählen, die ist eben die wichtige. Ja, und ich möchte mir eben nicht die Geschichte erzählen, da ist wieder ein ganz, ganz fürchterliches Attentat geschehen, das jetzt mein ganzes Leben ruiniert und mich für immer prägt und eine ein lebensbestimmender Abend war. Das war es nicht. Also jedenfalls möchte ich das so nicht in meine Wertung aufnehmen. Ich habe gesagt, ich möchte das zum Anlass für mich nehmen, um Dankbarkeit zu zelebrieren, um meinem Leben, also auch vor Augen geführten Endlichkeit aus dem Memento Mori eben auch den Carpe Diem sozusagen mit hinzuzuziehen, weil die beiden gehören immer zusammen. Ja. Bedenke, dass du sterben wirst und nutze den Tag. Ja, es wird immer so unabhängig voneinander auf die Kaffeetassen gedruckt, aber das gehört zusammen. Ja, die gehören ganz eng zusammen. Und ähm, ja, daraus halt natürlich meine Schlüsse zu ziehen. Natürlich hat das was gemacht mit meiner Meinungsbildung, mit meiner Bewertung von Themen, mit meinen ja, Bewertungen des Umgangs mit Themen. Aber es hat eben auch ganz viel Tolles für mich sozusagen mitgebracht. Ja, und ich rede jetzt wirklich, das möchte ich nochmal betonen, ausschließlich von dem eigenen persönlichen Erleben. Ja, natürlich ist nichts Tolles daran zu finden und ist das ein widerliches und schreckliches Verbrechen, Menschen umzubringen und Menschen weh zu tun. Also, das macht man einfach nicht. Und das gehört geahndet und das gehört auch hart bestraft. Also der Ansicht bin ich auch. Ja, das sind jetzt aber eben zwei Ebenen, die wir nicht vermischen sollten. Ja, das eine ist das staatsrechtlich Relevante, ja, und das andere ist das Persönlichkeitsentwicklungsrelevante, was jeder so daraus ziehen sollte. Ja, und das kann man wirklich auf alle Dinge im Leben übertragen. Ja, ich habe neulich so ein schönes Gleichnis gehört von einem Mann, zwei Männer, die im Rollstuhl sitzen. So, beide querschnittsgelähmt, die sitzen im Rollstuhl. Und der eine betrachtet seine Situation als, ich bin an den Rollstuhl gefesselt und ich bin körperlich sehr eingeschränkt, ich bin nur auf Hilfe angewiesen und dieser Rollstuhl, mein Leben ist vorbei, ich bin gefesselt an den Rollstuhl. Und der andere hat einen ganz anderen Blick auf dieselbe Situation. Der sagt, dieser Rollstuhl, ich bin so dankbar für diesen Rollstuhl, weil der dafür sorgt, dass ich das Bett verlassen kann, weil der mir Freiheit gibt, weil der dafür sorgt, dass ich selber aus dem Haus komme und eigenständig Wege beschreiten kann und mir ein Stück Freiheit schenkt. So, ja, und das kann man auf ganz vielen Ebenen, auf ganz viele verschiedene Situationen an. Ja, dass dieselbe Situation, je nachdem, von welchem Blickwinkel wir draufschauen, anders bewertet wird, eine andere Geschichte in unserem Kopf entstehen lässt und daraus folgend auch andere Schlussfolgerungen für uns und andere Filter für unsere Wirklichkeit zulässt. Der großartige Musiker und wie ich finde einer der größten Philosophen unserer Zeit, Captain Peng, hat in einem Lied so schön besungen, Realität ist nicht fest, Realität wird erschaffen. Und ich glaube, es gibt wenige Sätze, die so wahr sind wie dieser. Ja? Und wir werden jeden Tag, den ganzen Tag manipuliert. Aber wir haben die Möglichkeit
zu entscheiden, wer uns wie manipuliert und wie wir uns selber manipulieren. Wir dürfen uns nämlich auch gerne selber manipulieren. Und das hat nichts mit toxischer Positivität zu tun. Das ist nicht das Thema. Das halte ich auch für eine ganz schwierige Sache. Ja, man muss auch sagen können, dass Dinge einfach Mist sind. Und man muss auch sagen können, ich bin wütend. Und man, ja, das sind alles Sachen, die dazugehören von dieser toxischen, und alles ist total schön. Positivität halte ich überhaupt nichts. Aber ich halte ganz viel davon, selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie ich die Welt wahrnehme. Und da kann man ganz viel bei sich selber tun. Ja. Wow. Ja, ich habe tatsächlich noch, also vielen, vielen Dank wirklich. Ich bin ganz, ganz angetan, auch wie solide du das Ganze angehst, nachdem du da ja wirklich was erlebt hast, was noch längst nicht erschöpft ist, in dem das Ganze integrieren in die eigene Lebenserfahrung. Ja. Ich habe noch eine Frage, die möglicherweise ganz schön krass ist. Die Frage, die ich gerne an dich richten würde. Du hast ja vom Verständnis zwischen den Menschen gesprochen, dadurch, dass man auch verschiedene Perspektiven einnehmen kann, dadurch, dass man sieht, okay, jeder kommt aus verschiedenen Gründen zu verschiedenen Schlüssen. Die Masse Mensch kann durch verschiedene Worte auf einen anderen Weg gebracht werden, als man vielleicht den Weg vorschlagen würde. Wie sieht das jetzt aus bei so jemandem, der so etwas macht? Also bei diesem, ich nenne ihn jetzt mal Täter, Mhm. derjenige, der diese ganze Situation in die Hand genommen hat und, wie man sagen könnte, zu verantworten hat. Wie könntest du dir vorstellen, mit diesem Menschen auf eine Ebene des Verständnisses zu kommen? Kannst du dir das vorstellen? Wie ist für dich der Umgang mit diesem konkreten Charakter, der ja nun mal auf der Erde irgendwie ist? Ja. Also ich glaube, dass Verständnis verschiedene Ebenen hat. Und es wird für mich vermutlich nie nachvollziehbar sein, wie man willentlich sowas machen kann. Ja, also es trifft auch auf alle anderen Straftäter zu, ob das ein Vergewaltiger ist oder was auch immer, weil ich davon ausgehe, dass die Masse der Leute zumindest sich ihrer Taten und der Konsequenzen ihres Handelns sehr bewusst sind. Und was aber auch mit reinspielt, und ich glaube, das ist eben auch so ein Reibepunkt in der Gesellschaft, ist, je mehr man über Menschen so ganz allgemein lernt und darüber, wie wir geprägt werden, wie wir sozialisiert werden, je mehr man diese Prozesse durchdringt und versteht, je mehr man da auch je größer das psychologische Wissen ist, was man selber hat zur ähm, Entwicklung des Menschen, zur Entwicklung des Verstandes, spielen auch Themen rein, wie lernen wir, wie lernt das Gehirn und wie erinnern wir, wie reagieren wir, wie funktionieren Emotionen und so. Das sind so komplexe Felder. Je mehr man da reintaucht und je mehr man da lernt, umso weniger Menschen auf der Welt gibt es, denen man wirklich wütend sein kann, glaube ich. So, ja, also ich bin wütend über das Resultat und ich bin wütend darüber, dass das hätte verhindert werden können und so. Und das ja. Und ich habe kein intrinsisches Bedürfnis, mich mit Taleb al-Abdul Mosen in einem Raum zu befinden. Ich glaube zusätzlich aber, dass da wahrscheinlich, oder ich vermute, dass da auch eine ganz, ganz lange Geschichte dahinter steht von Dingen, die wir alle nicht wissen, die wir alle nicht nachvollziehen können, Entwicklungsprozesse und Erlebnisse, die bei ihm zu Kurzschlüssen im Gehirn geführt haben. Ja, also ich glaube, dass es immer einmal mehr Gutes auf der Welt gibt als Schlechtes. So, das erstmal ganz zum grundsätzlichen Verständnis. Und ich glaube auch, dass kein Mensch auf dieser Welt mit Hass im Herzen geboren wird. Das ist etwas, was Sozialisation und, ja, und Nachahmung und das Umfeld und so, was so ganz viele Einflüsse mit einem machen. So, ja, wir sind alle das Ergebnis
Umgebung, unserer Einflüsse und der Möglichkeiten, die uns an die Hand gegeben werden, damit umzugehen oder eben nicht umzugehen. Und das ist alles keine Rechtfertigung auf einer moralischen Ebene. Das sind völlig voneinander losgelöste Sachen. Ja, also das heißt nicht, oh, der hatte, weil das ist ja so ein Satz, der ganz oft kommt, gerade wenn es jetzt natürlich auch um die psychische Begutachtung von Tätern geht oder so. Ja klar, jetzt hat er wieder eine schlechte Kindheit und dann kriegt er keine Strafe, ist doch alles ungerecht. Das ist eine andere Ebene, auf der ich jetzt gerade spreche. Ja, und ich denke, und in anderen Bereichen, wo wir nicht so vorschnell handeln oder wo wir auch für uns selbst Verständnis einfordern oder uns wünschen von anderen, kennen wir das sehr wohl, dass, dass es Dinge im Leben gibt und ja, Entwicklungsphasen im Leben gibt, die dafür sorgen, dass Dinge einfach passieren. Das ist einfach das Leben. Also ganz grundsätzlich gesagt, das ist halt einfach das Leben. Und das ist auch was, was wir niemals kontrollieren können werden. Wir können niemals dafür sorgen, dass die ganze Welt alle Menschen auf dieser Welt auf einem höchstmöglichen Entwicklungs- und Erkenntnisstand äh, gelangen wird und damit ganz viel verhindert wird. Also das wird nicht passieren. Ja. Da kann jeder für sich selber sein Möglichstes tun, aber mehr wird dann nicht passieren. Und ja, aber ich denke schon, dass wenn man sich und ich glaube, das gilt für alle Täter. Ja, also wie gesagt, kein Kind wird mit Hass geboren. Wenn du Kinder, egal welcher Hautfarbe, welcher Abstammung oder was auch immer zusammentust, die sitzen zusammen, die lachen und die haben einen Heiden Spaß. Also es ist in uns, dass wir zueinander uns hingezogen fühlen. Es ist in uns, dass wir Gemeinschaft haben wollen und dass wir wollen, dass diese Gemeinschaft funktioniert. Es ist in uns, dass wir gemeinsam singen und lachen und tanzen. Und es ist nicht in uns von Geburt an, dass wir, oder bei den allerwenigsten, ja, es gibt so ein paar Ausnahmefälle vielleicht, so, wo so eine Fehlverdrahtung im Gehirn irgendwie ist, aber grundsätzlich bei den allermeisten von uns ist es nicht in uns, uns zu hauen, uns böse zu sein, uns anzubrüllen in böser Absicht, dem anderen größtmöglichen Schaden zuzufügen. So sind wir eigentlich nicht gemacht. So haben wir uns selber gemacht und so haben wir zugelassen, dass wir gemacht wurden. Und nochmal, Realität ist nicht fest, Realität wird erschaffen. Ja, und auch wenn man sich das nicht so vorstellen kann und wenn man aus der Ecke Zorn und Angst kommt, auch schlicht und ergreifend verweigert, sich dieser Annäherung verweigert. Aber ja, auch ein Talib al-Abdul Mosen war mal ein ganz unschuldiges kleines Kind. Es war ein kleiner Junge, der gespielt hat. Das war Irgendwo ist irgendwas mächtig schiefgelaufen. Irgendwo hat er sich in eine Spirale begeben und die dann wahrscheinlich durch was auch immer, mangelndes Wissen, mangelnde Reflexion, mangelndes Wollen, Beeinflussung von verkehrten Sachen, von schlechten Dingen irgendwo reingesteigert in irgendeine Sache, ja, und halt zugelassen, dass er so wird und dass das letztlich in sowas gemündet hat. So. Ja, und darum sage ich, umso wichtiger ist es, dass wir selber immer wieder darauf aufpassen, denn das geht schneller, als man denkt. Ja, man muss dafür kein Fundamentalist sein, man muss dafür nicht verrückt sein, man muss dafür, das geht ganz schnell, dass man in irgendein Gedankenkonstrukt reingerät und auf einmal in irgendeiner Ecke landet, wo man überhaupt nicht hin wollte oder wo man sich früher nie vorgestellt hätte, dass man da mal landen würde. Oder ja, ja, das Böse hat starke Instrumente an der Hand, aber das Gute auch. Ja, und wir müssen halt jeden Tag aufs Neue die Entscheidungen treffen. Unser Ja, ganzes Leben besteht aus Mikroentscheidungen. Und eine Entscheidung ist, möchte ich, was möchte ich in mein Herz reinlassen und was nicht? So, welche Menschen tun, das geht schon dabei los, welche Menschen tun mir gut und welche tun mir nicht gut. Ja, und da muss man halt auch konsequent sein. Ja, also ich habe jetzt dieses Jahr meinen besten Freund abgesägt, weil ich festgestellt habe, dass diese Freundschaft einseitig ist. Und das sind Prozesse, die dauern lange, die tun weh, aber irgendwann muss man seiner Entscheidung auch mal Taten folgen lassen. Ja, und ja. ja, ja. Würdest du sagen, diesem
Menschen, diesem Täter-Menschen, steht auch Liebe zu? Und die darauf folgende Frage, kannst du da einen Unterschied machen zwischen dem, wie er gehandelt hat, wie er sich auf der Welt verhält und auch dem, was dein Gerechtigkeitssinn sagt, was mit ihm geschehen soll und auf der anderen Ebene eben dieser, wie ihm gegenüber innerlich entgegengetreten wird? Da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Also ich glaube, dass es wirklich von dem Gros der Menschen und auch nachvollziehbar und zu Recht viel zu viel verlangt ist, viel zu viel abverlangt ist, diesen Menschen jetzt mit Güte und Liebe zu begegnen. So. Und ich glaube auch, dass es möglich ist, dass man unwiderruflich kaputt geht. So. Ja, also ich glaube, dass es möglich ist und dass es viele Menschen gibt, denen das passiert ist, auch wenn es mir leid tut, wie es dazu kam oder so, dass ich da, also bis zu einem gewissen Punkt habe ich eigentlich für jeden Menschen und für jede Entwicklung Verständnis. Aber was ich hier im Positiven predige, dass jeder eine Verantwortung für sich hat und dafür, wie er die Welt sieht und welche Einflüsse er auf sich wirken lässt und welche nicht. Diese Verantwortung haben die auch. Und dieser Verantwortung sind sie sehr offenkundig nicht nachgekommen. Und es, ja, also das müssen, glaube ich, Entwicklungspsychologen beurteilen. Ich bin mir nicht sicher, dass man jeden Verbrecher wieder integrieren kann in die Gesellschaft. Ich glaube, dass es ganz viele Fälle gibt, wo das gelingt und wo das dringend notwendig ist und wo mit einer sehr guten Therapie ähm, sehr viel zu machen ist. Es gibt da draußen ganz, ganz viele Beispiele ähm, von Leuten, die ihr Leben wirklich um 180 Grad gewendet haben, nachdem sie ein fürchterliches Verbrechen begangen haben. Das gibt es und das sollte, das sollte auch möglich sein. Aber ich glaube auch, dass es Punkte geben kann, wo man oder dass es Situationen geben kann, wo Menschen diesen Punkt überschritten haben und nicht mehr integrierbar sind. Und wo es dann wirklich nur noch darum geht, die Gesellschaft vor denen zu schützen. Und hat der Liebe verdient? Also grundsätzlich sollte man ja sowieso äh, also die brauchen es ja am meisten. Ja. So eigentlich brauchen ja gerade die es am wenigsten teilen und ausdrücken und in sich tragen, am meisten, dass man es ihnen gibt. So, also wenn wir das jetzt mal auf eine Objektebene holen, ja, also jeder Mensch auf der Welt verdient natürlich, dass er zu essen hat. Aber derjenige, der ganz dolle Hunger hat, der am Verhungern ist, der braucht das natürlich sehr viel dringender als derjenige, der mit einem dicken Bauch auf seinem Sofa sitzt. So, ja. Und ja, und so ist es mit der Liebe natürlich grundsätzlich auch auf einer rein emotionalen Ebene. Aber hier setze ich wirklich auch ein Aber, ein ganz bewusstes, das ist alles keine Einbahnstraße. Und wenn jemand sich so verhält und sich so von der Liebe abwendet und so eine Entscheidung trifft, so etwas zu tun, ich glaube, da ist nichts mehr zu machen. Also ja, es gibt einfach Stufen. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich jetzt jemanden im angetrunkenen Zustand, im Affekt versehentlich eine überbrate, der fällt hin und bricht sich das Genick. Das ist immer noch ein Tötungsdelikt, das ist immer noch fürchterlich und die Konsequenzen sind für die Angehörigen äh, katastrophal. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob sowas eben unter solchen Umständen passiert oder ob jemand hingeht und sagt, und du bist jetzt dran, weil ich das so entschieden habe. Und das, ja, und ich finde, solche Unterschiede muss man auch machen. Das ist einfach auch im Sinne der
der Gerechtigkeit, ganz, ganz wichtig. Ja, und auch der Verarbeitung. Ich meine, viele Leute brauchen das auch für die Verarbeitung, dass da ein angemessener, eine angemessene Strafe äh, stattfindet oder eine angemessene Konsequenz. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, woran unsere Gesellschaft krankt. Wir geben viel zu wenig Konsequenzen. Ja, wir lassen viel zu viel durchgehen und halten uns aus viel zu vielem raus. Wir haben viel zu wenig Courage. Weißt? Und das geht schon bei den allerkleinsten Kleinigkeiten, bei den allerkleinsten Kleinigkeiten los, die sich aber vervielfältigen und damit den Gesellschaftsvertrag umschreiben. Beispiel, wenn in der Straßenbahn Jugendliche toll sind und sich da aufführen wie mir gehört die Welt und so und die kreischen da rum und die benehmen sich einfach nicht, wie sich, obwohl sie vielleicht schon in einem Alter sind, wo sie das begreifen sollten. Also wir reden jetzt nicht von Kindern, sondern von jungen Erwachsenen. Die benehmen sich auf eine Art und Weise, wo wir eigentlich als Gesellschaft sagen, das macht man nicht. Ja, also das ist respektlos, wie du dich hier allen anderen gegenüber verhältst und das ist nicht in Ordnung. Wir stehen dafür aber nicht ein. Die allerwenigsten gehen zu diesen Jugendlichen hin und sagen in einem respektvollen, aber klaren Ton, Mäusekind, der liebe Gott schenkte dir Kopfhörer, würdest du die Güte haben, die auch zu benutzen und uns nicht alle an deinem Gespräch teilhaben zu lassen. Oder äh, setz dich hin. Oder als ich noch Kind war, da, das klingt jetzt so ganz alt, ja. Früher, in einem anderen Jahrtausend, da war es so, wenn, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher in einer Straßenbahn seine Füße auf den Sitz getan hat. Da konntest du drauf warten, da brauchtest du nur 10, 3, 2, 1, war irgendeine Omi zur Stelle, die denjenigen zur Raison gezogen hat. Und es war immer wieder dasselbe Argument. Nimm deine Füße darunter, nimm deine Schuhe darunter. Hier setzen sich Leute mit weißen Hosen hin. So. Und das passiert heute aber nicht mehr. Solche, ja, und es sind diese, also wir haben als Gesellschaft eben verlernt, auf einer kleinen Ebene den nötigen Konsequenzen in angemessener Form ähm, auszusprechen und damit selber die Gesellschaft mit zu regulieren, weil das gehört mit dazu. Ja? Und, und heulen dann rum, dass es auf der Bühne der Weltpolitik nicht funktioniert. Das ist überhaupt kein Wunder. Das ist überhaupt kein Wunder. Das sind verschleppte und sich multiplizierende Probleme. Ja, das ist überhaupt kein Wunder. Ja. Wir Sehr, dulden zu viel und wir ja, kommunizieren nicht auf Augenhöhe miteinander. Ich glaube, das sind die zwei großen Probleme. Ja, also sehr, sehr schön angepackt, vor allem, weil das ja ein klarer Harmoniehelfer ist. Denn ja, auf der einen Seite kann ich gucken, was kann ich bei mir machen und bei mir bleiben. Aber ich kann auch von diesem bei mir sein in meinem Umfeld die Dinge umsortieren. Und zwar nicht, genau. indem ich übergriffig bin, sondern, wie du es gerade gesagt hast, indem ich mit einem respektvollen Umgang, mit Liebe im Herzen würde ich natürlich hinzufügen, Ja, ja, demjenigen sage, wie das gut harmonisch funktioniert. Also wirklich auch nach außen mit den Worten, wie du vorhin schon sagtest, die ja Realität erschaffen, Dinge zu kommunizieren, für die wir einstehen, die unseren Himmel auf Erden, wenn man so will, ausmachen würden. Wo wir ja. sagen, so fühle ich mich hier wohl, so möchte ich es gerne. Und das Schöne daran ist eben, dass es wirklich im aller Kleinsten losgeht. Ja, also ich, also jeder wird irgendwelche, wenn er sich wirklich mal ernsthaft Gedanken darüber macht, sich mal ernsthaft mit Themen auseinandersetzt, darauf kommen, dass jeder jeden einzelnen Tag 350 Möglichkeiten finden wird, Gutes in diese Welt hinauszubringen. Das, ja, es erfordert viel Courage, es erfordert viel Mut, sich einem pöbelnden, möglicherweise gewaltbereiten Jugendlichen zu widersetzen, wenn ich mich dem unterlegen fühle oder was auch immer oder die Situation so einschätze, dass mir jetzt keiner helfen würde, wenn das eskaliert oder so. Das, okay, ist geschehen. Jeder kann aber zum Fahrer gehen und um Hilfe bitten. Jeder kann aber äh, mit dem Gnatz-Opa im Supermarkt mit Freundlichkeit begegnen und herauszuhören versuchen, was ist denn sein verdammtes Problem? Vielleicht können wir das ja zusammen lösen und er hört auf zu knatzen. Jeder kann einen freundlichen Gruß ausstrahlen, völlig unaufgefordert, Komplimente verstreuen. Jeder kann, ja, also es gibt Millionen Wege, wie man was Gutes für die anderen und auch für sich tun kann. Und das ist im ganz Kleinen
auch die Welt verändern. Sehr, Ja, sehr schön. das, Und bei den ganzen Beispielen, die du gerade genannt hast, sind es ja wirklich viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass eine Möglichkeit für alle genau das Richtige ist. Es kann sein, genau. dass jemand was erlebt hat, was ihm nicht ermöglicht, zu sagen, Ja, nimm bitte die Füße runter oder was auch immer. natürlich, Kann natürlich, einfach ja. sein, dass bestimmte Dinge für einige Menschen ausfallen. Aber es gibt immer Dinge, die für uns Ja, möglich machen, dass wir unser Umfeld mehr auf die Weise erleben und dann entsprechend auch eine andere Geschichte erzählen können für uns selbst, ja, als das, ja, was vielleicht das Standardisierte ist. ja, das stimmt. Ganz vielen Dank. Ich würde ja gerne abschließend von dir noch, ich sehe die ganze Zeit das schöne Bild in deinem Hintergrund. Kannst du dazu was sagen? Denn das, was dort geschrieben steht, passt ja irgendwie doch sehr, sehr gut zu dem, Ja, wie die also ganze. ich glaube, das kann man hier in der Auflösung gar nicht so richtig lesen. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von Mascha Kaleko, die ich sehr schätze, eine Dichterin der neuen Sachlichkeit. Und sie schrieb in einem ihrer Gedichte etwas, was sehr mit mir resoniert hat, vor allem in meinen ganz dunklen Tagen. Ich habe mich schon sehr lange immer wieder bemüht, auch aus dem Dunkelsten das Helle und das Gute herauszuziehen. Und das ist eine Weisheit, die schon sehr lange in mir gearbeitet hat, schon viele Jahre. Und darum hat dieses Zitat aus diesem Gedicht sehr mit mir resoniert. Und zwar steht dort: Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Und das ist so. Ja. Und das finde ich einfach einen ganz schönen Reminder, den ich in mein Umfeld, in meinem Lebensumfeld, in meiner Wohnung haben wollte. Und da habe ich halt vor einigen Jahren mal dieses Bild hier gestaltet, ja, mit bunten Farben, aber eben auch mit der Dunkelheit am Rand, die eben zum Leben dazugehört. Ja, es sind immer die Krisen, aus denen wir wachsen, und in jeder Krise steckt auch ein Sparkle, den wir in das Leben nach der Krise integrieren dürfen. Und ja, genau, die drei Vögel, die stehen, das ist eine Literaturreferenz. Wer der Merchant gelesen hat, der wird sofort wissen, dass das das Tattoo von Triss ist. Ja, und die stehen symbolisch für das Thema Akzeptanz und Loslassen. Genau. Ja, die damit ganz, ganz eng verknüpft sind mit dem im Dunkeln nach dem Licht suchen. Genau. Sehr kraftvoll. Ganz vielen Dank. Damit denke ich, können wir unser sehr ausführliches Gespräch, was viele Facetten hatte und sicherlich auch nicht an jeder Stelle ganz einfach war, für dich, für mich, beenden. Möchtest du ein letztes Wort an alle mitgeben, ein Aufruf, irgendetwas, was zu mehr Harmonie im ganz Persönlichen führt? Habt euch lieb, seid nett zueinander. Freundlichkeit ist immer erstmal eine gute Idee. Immer, immer, immer. Und ja, ich glaube, dass also mit ganz vieles in unserer Welt und wie wir Themen bearbeiten, wie wir Themen betrachten, hat ganz, ganz viel mit Kommunikation, mit Sprache, mit Worten zu tun, hat ganz viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir miteinander reden, weil das, wie wir miteinander reden, ein ganz großer Anteil dessen ist, wie wir grundsätzlich miteinander umgehen. Und ich denke, dass wir uns alle sehr zu Herzen nehmen sollten, uns immer wieder vorzunehmen, uns immer wieder vor Augen zu halten, gut miteinander umzugehen. Das heißt nicht, dass man nicht unterschiedlicher Meinung sein darf. Das heißt nicht, dass man alle akzeptieren muss. Das heißt auch nicht, dass jede Kommunikation gelingen wird. Aber damit eine Kommunikation überhaupt gelingen kann, dazu gehört die Bereitschaft, ein Gespräch ein bisschen anders zu verlassen, als man es betreten hat. Dazu gehört die Bereitschaft, sich in den anderen hineinzudenken und möglicherweise auch sein eigenes Weltbild wenigstens ein kleines bisschen in Frage zu stellen oder eine Ergänzung zuzulassen. Und ja, wenn wir uns immer nur begegnen als zwei Standpunkte, die aufeinander treffen, sich die Köpfe einhauen und wieder nach Hause gehen und sich für die großen Demokraten halten, da ist aber nichts passiert. Ja. Demokratie und überhaupt menschliches Miteinander setzt das Verständnis dafür voraus, dass wir alle unterschiedlich sind,
und dass wir einander bereichern sollten. Und darum geht's irgendwie. Seid lieb zueinander. Ja. Ganz, ganz vielen Dank. Von Herzen danke und bis ganz bald.